Unschönes Thema, es ist aber das wichtigste Thema, und zwar Risiko im Trading. Und damit begrüße ich David, meinen besten Freund, Geschäftspartner und größte Trading-Legende überhaupt. Ehrenbruder, vielen Dank dafür, kann ich nur zurückgeben. Heute geht es um das Thema Risiko. Und zwar, Leute, Klartext, das Risiko ist das, was gute Trader uns im Griff haben. Und ihr könnt die Profits des Jahrhunderts machen. Wir haben auch schon über einen Copy-Trader gesprochen, der die Profits geballert hat ohne Ende. Hast du dein Risiko nicht unter Kontrolle, hast du dein Trading nicht unter Kontrolle. Und ich weiß, es ist immer so dieser negative Beigeschmack, damit nehme ich so ein bisschen das Kitzeln raus, wenn man immer sagt, achte aber auf dein Risiko. Fakt ist aber, an guten Tagen machst du ein paar gute Trades. Wenn dein Risiko nicht stimmt, wird ein einziger Tag oder vielleicht ein einziger Trade ausreichen, um nicht nur deine gesamten Profits, sondern deine gesamte Kontogröße zu liquidieren, auszuradieren. Ich wollte gerade noch was Ekelhafteres sagen, aber das lasse ich. Was fällt dir zum Thema Risiko ein, was unbedingt jeder Trader mitnehmen muss? Du musst das Risiko zu jeder Zeit unter Kontrolle haben, und zwar zu 100%. Wann immer du so ein bisschen den Überblick verlierst oder nicht mehr weißt, was eigentlich geschieht, wenn der Markt den und den Preis anhandelt, dann bist du halt komplett lost, und das kann halt langfristig einfach nicht gut funktionieren. Das heißt, du musst von Anfang an, bevor du schon überhaupt einen Trade setzt, dir darüber im Klaren sein. Der erste Punkt ist, wo ist mein Setup nicht mehr intakt? Da kommt der Stop-Loss hin. Nachdem du das herausgefunden hast, dann weißt du ja, okay, hier ist mein Einstieg. Ich nehme es jetzt mal auf den DAX bezogen bei 15.000 und ich gehe da long, und hier ist mein Stop-Loss bei 14.900 liegt mein Stop-Loss. Dementsprechend die Differenz von 15.000 zu 14.900 sind in dem Falle 100 Punkte. Und jetzt muss ich hergehen und schon vorher, wie gesagt, das ist ja unfassbar wichtig, weil ich darf ja gar nicht schon im Trade drin sein, wenn ich gar nicht weiß, mit welcher Positionsgröße möchte ich eigentlich überhaupt in diesen Trade rein. Und das ist der nächste Punkt. Positionsgröße ist unfassbar wichtig. Wie gesagt, es gibt verschiedene Risikomanagementarten, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber wenn du jetzt die Informationen hast, dass du weißt, alles klar, 100 Punkte ist der Platz von meinem Einstieg bis zu meinem Stop-Loss, und ich bin pro Trade vielleicht aufgrund meiner Kapitalgröße in der Lage, einen Verlust von 50 Euro zu akzeptieren. Dann gehst du hin und nimmst die 50 Euro und weißt dann ganz genau, alles klar, die muss ich auf 100 Punkte verteilen. In dem Falle, wenn du bei Roboforex handelst, im CFD-Bereich, wären das 0,5 CFD, die du dann also als Positionsgröße nehmen möchtest, denn das wären 50 Cent. 50 Cent mal 100 sind die $50 oder die 50 Euro, die du dir am Anfang als Risiko reingesetzt hast. Das heißt, Tipp Nummer 1, bevor du in einen Trade reingehst, darfst du nicht die Kontrolle verlieren. Du musst zu jeder Sekunde wissen, was ist der Worst Case meines Trades. Denn der Worst Case, das bestimmt dein Risiko. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du komplett lost im Trading, und dann kann das langfristig nichts werden. Das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe schon das ein oder andere Konto gegen die Wand gehauen, nimm nur diese eine Sache hier mit, und du wirst dein Trading bereits revolutionieren können, denn du wirst nie wieder mehr in der Lage sein, überhaupt ein Konto gegen die Wand zu fahren mit einem Trade. Ja? Das heißt nicht, dass du es nie gegen die Wand fährst. Du kannst auch, wenn du unlucky bist und es gar nicht drauf hast, 1000 Trades machen und alle laufen gegen dich, gut, dann kriegst du es halt auch hin. Aber du bist nicht mehr in der Lage, durch einen Fehler im Trading dein gesamtes Konto zu verlieren. Das ist unfassbar wichtig. Wichtiger Punkt, geiler Punkt. Und jetzt möchte ich nochmal genau auf diesen Punkt eingehen und sagen, Leute, vergesst bitte diesen ganzen Bullshit. Und das wollen wir nicht sagen vom hohen Ross oder weil wir es besser wissen, aber einfach, weil wir eine gewisse Erfahrung gemacht haben und einfach sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Diese ganzen Standard-Bullshit-Regeln, 1% Risiko vom Kapital. Leute, wir traden nicht, um möglichst wenig zu verlieren. Wir traden, um möglichst viel zu verdienen, um voranzukommen. Und es ist immer wieder eine Sisyphus-Arbeit, das zu erklären. Trotzdem sträuben wir uns nicht davor, weil die meisten Coaches werden dir erklären, 1% oder 2% Risiko pro Trade von deinem Kapital. Was ist, wenn du 10% verloren hast? Nimmst du diese 1 oder 2% von deinem Ausgangskapital oder nimmst du das jetzt von dem geschmälerten Kapital? Wenn du das machst und immer prozentual weniger Risiko nimmst, wenn es zum Beispiel in einen Draw oder in eine negative Phase kommt, dann wird auch deine Profitmöglichkeit immer und immer kleiner. Weil du brauchst,
wenn du 10% Verlust von einem 1000-Dollar-Account gemacht hast, brauchst du 11% oder mehr als 11%, um das wieder gut zu machen. Ja, das heißt also, sobald du mehr als 50% auf deinem Account verloren hast, musst du 100% auf diese Kapitalgröße wieder machen, um zum Ausgang zu kommen. Und das mit einem 1 und 2% Risikomanagement, viel Spaß. Die Sache ist die, Leute, das Folgende. Wir haben da in einem anderen Kontext darüber gesprochen, du hast einen 100-Dollar-Account. Du machst 1% Risiko pro Trade. Dann verlierst du 1 Euro. Ist nicht schlimm, dann machst du 2% Profit, du machst 2 Euro, sehr geil gemacht. Das machst du 3-4 Monate, dann hast du 11% Profit, 12% Profit und was hast du? 12 Dollar Profit. Von 12 Dollar Profit oder von 12 Euro gehst du heute noch nicht mal Mittagessen. Das heißt also, ja, prozentual gesehen ist das gut. Prozentual gesehen ist das auch stark, um dich zu konditionieren. Und versteht mich nicht falsch, für den Lernprozess, um besser zu werden, um sich selber besser kennenzulernen, ist das unfassbar wichtig. Aber Leute, das Einzige, was wirklich langfristig funktionieren kann, ist, dass du dir einen absoluten Betrag als Risiko wählst. Und das möchte ich kurz untermauern, sorry, es ist wieder gerade eine One-Man-Show, aber ich muss das kurz untermauern. Du kannst mit einem 100-Dollar-Account innerhalb von einem Jahr 100% machen. Da hast du 200 Dollar draus gemacht, 100 Dollar Profit. Was kannst du davon kaufen? Davon gehst du in den Supermarkt, hast 2 Tage was zu essen, fertig. Machst du 100% auf einem 100.000 Dollar Account, hast du 100.000 Dollar Profit gemacht. Was kannst du damit machen? Vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen, auf Zypern, wo auch immer. Ja? Das heißt, allein schon diese absoluten Beträge, diese Dimensionen sind gesellschaftlich eine komplett andere Hausnummer. Und das ist auch, worum es geht. Du willst ja nicht traden des Tradens wegen. Auch vielleicht, weil es eine Leidenschaft ist. Es ist von uns ja auch, aber wir wollen ja auch vorankommen. Das heißt also, du musst dir erstmal überlegen, was ist mir mein Setup wert? Und zwar monetär. Und das lernst du erst über die Zeit, indem du dich und die Märkte kennenlernst, lernst du immer und immer besser kennen. Und die Sache ist halt auch das Folgende. Jetzt stell dir mal vor, David tradet einen 10.000 Dollar Account. So, jetzt würde er 1% Risiko pro Trade machen, dann wäre das 100 Dollar Risiko. Er ist jetzt in der glücklichen Situation, dass sein Gesamtkapital, was er zur Verfügung hat, nicht sich auf 10.000 Dollar beschränkt. Das heißt also, er könnte 100 Dollar riskieren und in einem positiven Trade vielleicht 300 Dollar machen. Diese 300 Dollar spielen aber nicht in seinem Gesamtvermögen eine Rolle, weil es untergehen würde. Bedeutet das, David muss jetzt 5 Millionen Dollar auf seinen Account packen und davon 1% verwenden, bedeutet es auch nicht. Was David machen kann, ist, er kann einen 10.000 Dollar Account kapitalisieren und er kann diese 10.000 Dollar hebeln, sodass er die Möglichkeit hat, auf einem 10.000 Dollar Account größere Positionsgrößen zu verwenden. Das heißt, er kann einen 10.000 Dollar Account so behandeln, als wenn er einen 1 Million Dollar Account handeln würde. Was bringt das mit sich? Er würde vielleicht mit einem 10.000 Dollar Account ein Risiko pro Trade von 5.000 Dollar eingehen. Das sieht auf der Statistik, wenn du das irgendwo reinblendest, sieht das scheiße aus, wenn du 50% verlierst. Im Endeffekt ist das Risiko aber 5.000 Dollar und das würde, was sind das, 0,1% entsprechen von einem 5 Millionen Dollar Vermögen. Das heißt also, du fragst dich immer, nehme ich jetzt 1% von meinem Gesamtvermögen, was ich zur Verfügung habe, nehme ich 1% von dem, was ich für Trading bereitstellen will und Leute, ganz klar, es gibt gute Broker, es gibt schlechte Broker, aber wir sagen immer, nicht unnötig Geld auf einem Broker liegen lassen, weil der Broker ist nicht daran interessiert, dass du die reichste Person auf der Welt bist. Das heißt also, es kann irgendwas passieren, es kann irgendwas in der Welt passieren und der Broker kriegt auf einmal sein Büro ist nicht mehr da. Das heißt also, die haben ganz andere Probleme, als deine Funds jetzt da zu verwalten. Das bedeutet, von heute auf morgen, ohne Angst machen zu wollen, es ist selten der Fall, aber sowas kann passieren, ist das Kapital weg. Und das bedeutet, du musst dir doch nicht dein gesamtes Geld, was du hast, was du zum Trading zur Verfügung hast, zum Beispiel sagen wir mal 1 Million Dollar, musst du dir doch nicht auf einen Broker-Account laden. Du kannst einen Bruchteil davon nehmen, das hebeln, aber trotzdem mit der Positionsgröße absolut ein Risiko fahren, was dein Gesamtkapital für das Trading gedacht widerspiegelt. Ja. Und das kann eine 50 oder eine 60-prozentige Risikogröße von deinem Trading-Account-Größe sein, aber spiegelt sich auf das Gesamte einfach viel besser wider. Das ist ein extrem wichtiger Punkt und egal wie groß ein Broker ist, ich sage euch eine Sache, ich würde es halt trotzdem nicht machen, weil jetzt vielleicht der ein oder andere hergeht und sagt, ja, aber da gibt es ja die Top 10 Broker und da wird ja nichts passieren, das ist jetzt so ein bisschen Schwarzmalerei. Ich möchte einfach nur noch einmal kurz an FTX erinnern. Ja, das ist jetzt vielleicht auf Krypto bezogen, aber es war halt eine der größten oder die zweit- oder drittgrößte Krypto-Plattform weltweit oder Krypto-Exchange und die sind auch von einem auf den anderen Tag verschwunden.
Stunden, da steckst du halt einfach nicht drin. Und genau deswegen ist das auch schon eine Art Risikomanagement, weil du dadurch auch dein Risiko komplett minimierst, weil du bist nicht in der Lage, mehr zu verlieren, als das, was tatsächlich beim Broker liegt. Ja, genau. Im schlimmsten Falle, es muss nicht mal deine Schuld sein. Jetzt stell dir mal vor, du tust 5 Jahre irgendwie von einem ganz kleinen Betrag das Ganze auf mehrere Millionen hochtraden. Was ist? Morgen ist der Broker weg und du verlierst deine gesamte Arbeit. Das ist ja eine absolute Katastrophe und das darf zu keiner Sekunde passieren. Deswegen unfassbar geil, was du da angesprochen hast und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Nimm, wenn du möchtest, eine höhere Positionsgröße, scheiß auf die Prozente, die auf dem Account passieren und behandle das Ganze wirklich mit deinem Gesamtkapital oder für das Kapital, was du fürs Trading zur Verfügung hast. Ja? Das auf jeden Fall zu dem Punkt. Ansonsten der nächste Punkt, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, weil die meisten vielleicht, die bei uns in den Ausbildungen sind, die wissen das, aber die nicht in den Ausbildungen sind, die wissen das gar nicht. Und ich möchte das nur kurz anreißen, weil wir da auch wieder aufpassen müssen. Aber wir haben ja in Sachen Risikomanagement ja eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich glaube schon. Ja. Bei mir ist es ja so, dass ich ja mit einer festen Positionsgröße arbeite und deine ist ja so variabel. Das ist, glaube ich, genau das, was ich vorhin auch angesprochen habe, dass Setup, du sagst, genau. alles klar, Setup hat 100 Punkte Stop-Loss, 100 Pips Stop-Loss und daran nehme ich meinen maximalen Betrag, den ich bereit bin zu verlieren und passe dann die Positionsgröße an. Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Und für all diejenigen, die jetzt neu sind, Vorsicht, ja, weil das, was ich jetzt sage, das ist, wenn du keine Ahnung hast, wie du es machst, extrem riskant. Ja, wenn du es aber weißt, wie du es anzuwenden hast, ist das extrem powerful, denn meine Positionsgröße ist immer die gleiche. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mehr oder weniger meinen Profit durch Punkte heraushole. Das heißt, ich habe immer wieder die gleiche Positionsgröße und ich gehe auf Punkte. Und zwar so auf Punkte, dass ich sage, alles klar, das habe ich über Jahre im Copy-Trading gemacht und natürlich auch davor, wie auch jetzt danach, weiterhin so verfolgt, weil es für mich persönlich einfach ein gesundes Wachstum mit sich gebracht hat, aber trotz dessen vom Risikoprofil her recht risikoarm unterwegs ist. Und das bedeutet für mich, bei mir war es immer so, bei mir ist es so, wenn ich 100 Punkte oder 100 Pips, mache es je nachdem, welchen Markt du handelst, 100 Pips für oder gegen mich laufen, gewinne oder verliere ich 1%. Ja, das ist ein bisschen fortgeschrittener. Das heißt, wenn du das jetzt nicht verstehst, ist das keine Empfehlung, das anzuwenden. Das ist einfach nur eine zusätzliche andere Risikomanagement, jetzt weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Regel, Formel, wie du es auch immer nennen möchtest, die ich persönlich anwende und die für mich persönlich extrem gut funktioniert. Nicht nur für mich, sondern auch für einige Leute bei uns aus der DAX-Ausbildung, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das wollte ich einfach nochmal untermauern. Gibt es eigentlich noch ein anderes Risikomanagement? Jetzt keins, was mir so direkt einfallen würde, was zumindest Sinn macht. Es gibt Tausende da draußen. Also, ja, was ich persönlich halt noch spannend finde, ist generell, dass du halt sagst, dass du natürlich das Ganze begrenzt oder halt sagst, da und da gehe ich raus. Es gibt halt die Möglichkeiten, Soft-Stop-Loss, also mentalen Stop-Loss zu setzen. Die Frage ist, bist du mental stark genug, wenn der Preis da ist, dann auch zu schließen? Und du kannst natürlich, das mache ich sehr gerne, mit einem Dollar-Cost-Average arbeiten. Ja. Das heißt also, wenn ich sehe, der Markt bewegt sich und für mich sieht es so aus, als wenn ich zum Beispiel Short in den Markt gehen möchte, aber ich will trotzdem noch dem Markt die Chance geben, dass er sich über hochste Liquidität fischt, dann staffel ich mich in die Trades rein, was einfach Sinn macht, weil wenn der Markt für mich rennt, mit dieser ersten kleinen Position, dann ist super. Dann entwickelt sich die Position, ich kann ja immer noch einen Profit nachlegen. Ja? Wenn sich der Markt aber noch erstmal in die Gegenrichtung bewegt, dann nehme ich die Cluster mit, die ich noch für mich als sinnvoll erachte, um da die Liquidität abzugreifen und kann da meine Position quasi nachkorrigieren, aber diese Betrachtung, wo ich und ob ich nachlegen möchte, die findet schon vor dem Trade statt. Ob ich nachlege, findet dann meistens aufgrund der Price Action statt. Aber ich mache das nicht unüberlegt, sondern wenn ich in einem Trade nachlege, habe ich es mir auch vorher schon überlegt. Da und da würde ich es machen. Entweder per Limit Order oder halt per Market Order. Aber dann, wenn sich der Markt einfach wirklich strukturell gegen mich entwickelt, dann muss ich halt auch einfach die Cojones haben und sagen, ich nehme den Trade raus. Punkt. Ja. Zu 100%, zu 100%. Eine Sache muss ich noch kurz anmerken, das Risikomanagement, welches von mir angesprochen worden ist, das funktioniert nur bei gleichbleibenden Setups, weil sobald du anfängst, Setups durcheinander zu würfeln, hat das nichts mehr viel mit Risikomanagement zu tun. Das bedeutet nun mal folgendes Beispiel, wenn du in der Regel im Scalping unterwegs bist, dann bleib im Scalping und wende dieses Risikomanagement an. Wenn du dann aber in Positionstrades übergehst oder in Swing Trades, dann sollte diese Formel in Anführungsstrichen leicht angepasst werden, noch tiefer
tiefer kann ich darauf nur in den Ausbildungen eingehen, will hier nicht verkaufen, aber das ist halt einfach Tatsache. Und ja, in dem Sinne haben wir, glaube ich, ein gutes Stück abgearbeitet rund um Risikomanagement. Habe jetzt hier keine Punkte mehr, die mir einfallen und wünsche euch dementsprechend einen geisteskranken Tag. Ja, passt auf euer Risiko auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.